Das kann doch nicht angehen. Warum muss immer alles schief laufen? Warum passiert mir immer sowas? Ich kann das einfach nicht mehr. Starten wir mit dem namenslosen Baby, und zwar ist das Sage. Und so sehen einmal ihre Füße aus. Und hier sieht man halt auch wieder ganz gut, dass die Adern extremst sind. Also da habe ich mit der Farbe ein bisschen, Blödsinn gebaut. Und hier ist ein bisschen vorne die Farbe weniger an dem Einzeh, aber das liegt halt am Färben. Jetzt ist ja der Versiegelung drauf. Manchmal hält die Farbe an manchen Stellen nicht so gut. Und ihre Hautfarbe ist ein ganz kleines bisschen röter als jetzt, also nur so minimal. Und das sind einmal ihre Beine. Hier sind auch wieder die Adern und da habe ich auch so Leberflecke versucht rüber zu machen, um so eine Tiefe erzeugen zu können, dass die Adern halt tiefer liegen. Die sind halt so extrem, dass das aussieht, als wären die auf der Haut sonst. Aber deswegen habe ich hier das versucht noch ein bisschen zu retten. So sieht sie einmal aus. Hier auch. Und sie hat auch wieder sehr speckige Beine. Das finde ich auch richtig süß. Dann haben wir hier einmal die andere Seite. Also so viel gibt es jetzt nicht zu sagen, außer dass sie nicht gut geworden ist. Und die Fingernägel sind hier wirklich das, was mir am meisten an ihr gefällt, weil die sind halt schön dünn vorne gezeichnet, die weiße Linie. Ansonsten gefällt mir jetzt nicht ganz so viel an ihr. Hier sind auch nochmal wieder die Adern. So sieht einmal der eine Arm aus. Einmal von unten. Obwohl die Innenhand gefällt mir auch noch gut und die Falten. Das ist auf jeden Fall auch schon mal was. Aber ansonsten jetzt nicht so viel. Ich glaube, das mit den Adern, das macht halt wirklich alles kaputt. Das gefällt mir überhaupt nicht. Und so sieht einmal die Seite aus. Und dann kommen wir zum Gesicht und das gefällt mir überhaupt nicht. Die Färbung, das Gesicht ist auf jeden Fall nochmal ein bisschen röter als die Arme und Beine. Und das Problem ist halt, die Augenbrauen habe ich dezent falsch platziert. Also die müssten hier oben anfangen. Das kann man hier richtig gut sehen, diese Linie. Ich weiß nicht, wie blind ich war und das nicht sehen konnte, aber naja, ich war auch so blind, dass ich die Adern da irgendwie nicht gesehen habe. Keine Ahnung. Die Kleine hier, obwohl große, bekommt nämlich Haare, um das Desaster etwas zu verbessern. Und weil ich ja immer gesagt habe, die anderen sind zu gut zum Routen und so weiter. Jetzt nehme ich mir mal dieses Baby vor. Als erstes Routing-Baby. Und so sehen die Ohren aus. Die sind auch nicht schlecht, muss ich sagen. So sehen die einmal aus und sie hat so einen offenen Mund. Und dann zeige ich euch noch einmal den Hinterkopf. Und so sieht der aus, auch wieder extremste Adern. Und zwar wird die Maus das erste Baby sein, was ich route. Deswegen sind die Augen auch noch nicht fix. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie das erste Mal routen sein wird. Und ob alles klappt oder es auch wieder ein totales Desaster wird. Um das nicht zu verpassen, lasst doch jetzt gerne ein Abo da. Machen wir dann weiter mit der kleinen Paisley. Und so sieht sie aus. Hier habe ich ja das etwas versucht. Allerdings komme ich mit dieser Farbe nicht klar. Also man sieht das wirklich schon etwas roter. An den Füßen ist es noch in Ordnung. Also hier unten. Und ja, hier ist es auch noch etwas röter. Aber es geht noch. Also es ist jetzt nicht so schlimm wie gleich bei den Händen. Und das hier sind einmal die Füße. Mit den Nägeln bin ich auch noch nicht ganz so zufrieden. Und die Adern sehen hier auch etwas komisch aus. Ich habe mir nämlich sowas ausgedruckt, wie die Adern beispielsweise verlaufen. Allerdings ist diese Farbe ja sehr kräftig. Und ja, es sieht noch nicht so ganz aus, wie ich mir das vorstelle. Die Hautstruktur ist okay. Ich weiß auch nicht, wie ich das bei den anderen hinbekommen habe. So sieht es einmal aus. Es ist etwas viel von diesem Weiß, nicht Weiß, sondern Flash heißt die Farbe. Da ist etwas viel von, nicht so dramatisch. Aber jetzt kommen wir zu dem Dramatischen und zwar zu den Händen. Also mit dieser Farbe komme ich echt nicht klar. Ich habe sie mit Verdünner angemischt und ohne und ja. Ich weiß nicht, warum diese Farbe so anders ist als die anderen. So sieht es aus. Und jetzt kommt das Schlimmste, und zwar in der Hand. Das ist halt auch echt so knallig rot. Jetzt einen ganz Tick anderen Rot
Rotton, als ihr in der Kamera seht. Ja, so in Richtung dunkelrot und nicht so hell. Das habe ich noch nicht so ganz hinbekommen. Und hier mit den Falten habe ich es dann auch gelassen an den Armen. So sehen die Arme aus. Und ja, das hier mit den Falten, das ist auch noch nicht so ganz perfekt. Sieht man ja auf jeden Fall. Also sie ist nicht so wirklich gut gelungen, finde ich. So sieht es in den Armen aus. Und die andere Seite ist auch so. Mit den Nägeln bin ich auch nicht zufrieden. Das ist mir einfach zu extrem weiß. Aber wenn ich das mit Verdünner anmische, die Farbe, dann verläuft die mir so ganz komisch. Und wo wir schon bei komisch sind, ich weiß nicht, was mit dem Körper los ist oder mit den Armen, aber sie sieht irgendwie hier komisch aus. Also es ist hier sehr weit, sag ich mal. Der Körper war eigentlich schon proppevoll, so ja, normalvoll nicht überfüllt, aber ich weiß nicht, was das hier mit den Armen ist, was die so abstehen. Ja, vielleicht weiß das ja einer von euch, weil so komisch hatte ich das vorher nicht, dass die so komisch aussehen. Auch man sieht das auch noch, wenn man die anzieht. Und so seht ihr Kopf aus. Es gab hier immer wieder ein paar kleine Missgeschickte, und zwar bei den Lippen habe ich mich total verlesen. Ich habe die falsche Farbe benutzt. Ich habe es noch versucht auszubessern, also sie sind jetzt sehr knallig und dunkelrot, weil ich habe aus Versehen den dunkelsten Rotton genommen, weil ich habe mich in der Reihe vertan. Ja, das passiert ja auch mal, wenn man es aufschreibt und nicht ordentlich. Die Augenbrauen, da hatte ich auch Probleme. Diesmal allerdings nicht so, dass die eine, also diese und diese sehr unterschiedlich aussehen. Das hatte ich ja auch schon oft. Aber man erkennt irgendwie auch nicht so die Haarstruktur, obwohl ich andere Töne benutzt habe. Und mein Pinsel war irgendwie so dick. Ich kann mich nicht erinnern, welchen Pinsel ich genommen hatte oder ob es der kaputte war. Das ist immer das muss man sich manchmal einfach aufschreiben. Ich benutze halt auch Pinsel für andere Farben. Also ich tausche sie dann und mache sie dann vorher sauber und nutze sie einfach für eine andere Farbe, weil ja, wenn man einen Pinsel braucht, braucht man einen Pinsel. Da kann ich natürlich jetzt nicht Pinsel bestellen und dann noch so eine Woche drauf warten. Bei ihr habe ich mal wieder diese Milk Spots versucht. Ja, dezent sind sie nicht ausgefallen. Also das habe ich halt noch nicht so oft gemacht. Und hier habe ich so eine 3D-Struktur versucht. Also ich hatte die einfach so rauf gemacht erstmal, die weißen Punkte. Und dann habe ich nochmal Versiegelung rüber gemacht, dass man hier so eine 3D-Struktur hat. Vielleicht kann man das ja auch erkennen. Das muss ich auch noch mal etwas anders machen. So sehen die Augen aus. Bei den Augen sollten eigentlich hier noch so kleine Aderchen hin. Das hat allerdings nicht so funktioniert. Und als ich das weggemacht habe, ist dann hier auch schon wieder die Farbe abgegangen. Dann habe ich das auch gelassen. So sieht sie von der Seite aus. Hier haben wir einmal das eine Ohr und das andere. Das Komische hierbei war, dass egal, ob ich es komplett wieder abgefärbt habe und beide genau gleich gefärbt habe, dieses Ohr war immer roter als das andere. Das ist irgendwie, weiß ich nicht genau, obwohl es die gleiche Mischung war und alles. Manchmal verstehe ich das auch nicht so wirklich. Falls ihr natürlich Tipps habt oder ihr vielleicht das wisst, schreibt es gerne rein. Und weil wir noch nicht genug Farbunfälle hatten. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert. In irgendeinem Video habe ich es vielleicht mal erwähnt mit der Tischdecke, die ich am Anfang hatte. Da ist mir auch mal ein Baby umgefallen und hatte dann einen Farbfleck. Und das habe ich auch nicht so mitbekommen, glaube ich. Auf jeden Fall war das hier so. Ihr könnt das hier vielleicht sehen. Ja, ich habe es noch ein bisschen dann mit Rot so abgetupft, dass man das so als Feuermerkmal sehen kann. Es ist zum Glück nicht eine andere Farbe gewesen, weil das kann man dann nicht so gut wegmachen. Und so sieht sie aus. Ich bin nicht wirklich zufrieden, aber naja, muss ich einfach nochmal gucken. Ach ja, übrigens hat die Maus auch keine Haare, falls ihr es noch nicht bemerkt habt. Das mit dem Haarpainting habe ich erstmal eingestellt. Ja. Ihr habt es ja gesehen, ist nicht so gut. Und mal schauen, ob ich sie noch route. Aber erstmal habe ich genug vom Routen. Ihr habt ja gesehen, ja, bei der großen, da hat es ein bisschen lange gedauert. Und hier haben wir die kleine Remy-Maus. So sieht sie aus. Und vielleicht fällt euch das ja etwas auf. Und zwar hat sie Handschuhe an und vielleicht auch wegen dem Body, weil der nicht passt, aber es sieht ein bisschen anders aus als sonst. Und zwar ist sie ein Cuddle-Baby. Das heißt, der komplette Körper ist aus Stoff und das ist dann einfach mit Watte hier gefüllt und man muss es dann hier wieder zunähen. In den Füßen habe ich dann Glasperlen reingepackt in so kleinen Beuteln, damit es trotzdem nicht ausläuft, damit sie auch ein bisschen gewichtet sind. Und wieder natürlich im Körper und etwas in den Händen, obwohl das hätte mehr sein können.
aber besser zu leicht als zu schwer. Und so sieht das halt aus. Es ist einfach so ein Stoffkörper. Ich ziehe gleich nochmal alles aus. Und ich finde diesen Körper auch richtig toll. Der fühlt sich viel besser an als die ich jetzt habe. Und ja, ich werde nochmal schauen, was das hier für eine Marke ist. Also das vielleicht diesen Körper von dem Cuddle Baby hier in dieser Version gibt, dass man hier auch noch Arme reinmachen kann. Übrigens, dieser Körper hat auch Scheibengelenke. Also das heißt, man kann die Arme und Beine hier total bewegen. Man muss das hier nur ein bisschen drehen und dann kann man das richtig bewegen. Mit einer Hand ein bisschen schwer jetzt. Und deswegen waren da irgendwie auch Federn drin. Also bei den anderen Scheibengelenkkörpern für die normale, da sind keine Federn drin. Und ich habe hier einfach so reingefasst, um zu befüllen. Und da habe ich mir alles aufgekratzt. Sieht man jetzt auch nicht mehr, ist schon alles wieder verheilt. Aber ja, das war nicht so lustig. In der Kamera kommt sie trotzdem immer noch etwas gelblicher rüber, obwohl ich den Filter abgemacht habe. Ist auch nicht so ganz, woran das liegt. Irgendwie nicht zu erklären. Ich habe jetzt den Filter abgemacht und es ist trotzdem immer noch nicht ganz immer die Farbe. So sieht sie aus. Ich habe hier Augenbrauen gemalt. Das habe ich wieder selber gemalt. Ja, auch wieder totaler Nervenzusammenbruch. Oh, wo wir gerade reden, habe ich jetzt schon vergessen zu erzählen. Ja, ihre Beine sind mir im Ofen verbrannt. Das war ein totaler Nervenzusammenbruch. Ich bin einmal weggegangen. Obwohl, das mache ich immer, aber halt weggegangen, ohne zu gucken, Temperatur und so, weil ich eigentlich immer nur die Zeit verstelle. Und irgendwie muss ich das da verhakt haben oder von selber noch so ein bisschen bewegt haben. Die Temperatur, die war nämlich auf einmal auf 150. Das war nicht sehr gut. Ironischerweise habe ich nach einem Feuermelder gesucht, der mich total gestört hat beim Malen. Der war nämlich der hat immer piep, piep, piep gemacht. Ja, und deswegen habe ich da auch nicht nochmal ein zweites Mal geguckt, weil meistens ich immer noch ein zweites Mal hin, vor allem wenn der Kopf drin ist und der umkippt. Und ja, das war auch, wo ich die Versiegelung drauf gemacht habe. Habe ich das auch nicht gemacht, der ist umgekippt. Und ja, dann musste ich da nochmal ein bisschen was fixen, weil da sind ein paar Fussel immer dran. Hier habe ich mal was ausprobiert, sodass die Augenlider etwas röter sind. Aber hier habe ich halt ein bisschen zu weit gemacht, finde ich persönlich. Und bei den Lippen, das sieht man vielleicht nicht, ich habe außenrum etwas dunkler gemalt bei den Lippen als drinnen. Und sie ist ein Glatzi, hier hat sie eine kleine Stelle. Und sie ist mir röter geworden, als ich am liebsten hätte. Ja, das kommt davon, wenn man das nämlich sagt. Wenn man sagt, ja, nächstes Mal mache ich besser, immer dann wird es schlechter und es passiert was Neues. So sieht das Ganze dann aus. Also das ist hier halt alles aus Stoff und hier kann man sie so ein bisschen positionieren, weil ich hier so Füllmaterial reingepackt habe. Das finde ich gut, dann kann man so ein bisschen anwinkeln und so. Mit Klamotten sieht es natürlich ein bisschen echter aus. Und hier muss man das halt wieder zunähen. Das hat meine Mami für mich gemacht, weil ich bin ein bisschen blöd dafür. Und ja, da soll halt auch nichts rauslaufen. Und jetzt kann man das halt so drehen. So, man muss am besten beide Hände dafür haben. Es geht nämlich ein bisschen schwerer. Bei den Armen geht es einfacher. Jo. Hier wurde es auch wieder zugenäht. Und das hier ist jetzt dieser Körper. Und es gibt sogar eine, die macht richtig, richtig gute Cuddle-Körper. Also hier ist dann so eine Art Gelenk, also das ist halt so vernäht, dass es so eine Art, wie so ein Gelenk wirkt halt, dass man das so knicken kann. Und ich finde die auch richtig toll, aber die sind echt extrem teuer. Und ja, hätte ich das Geld, würde ich es bezahlen. Und wäre sie jetzt super gut geworden, weil so ein Körper kostet schon mal so $100 war das, glaube ich. Ich weiß jetzt nicht, welche Dollarart das war. Muss man ja immer auch noch umrechnen und Zoll bezahlen. Aber der Körper ist dann auch schon komplett gefüllt, weil sie das da irgendwie so näht. Ich bin mal gespannt, vielleicht kaufe ich mir den irgendwann mal. Und ja, so sieht sie aus. Hier unter auch alles ganz normal halt so Stoff. Und ich zeige sie auch nochmal von hinten. Schwupps. Da ist auch wieder so ein Po drin. Jetzt klebt die Winde natürlich fest. Und man kann sie halt hier auch komplett bewegen. Könnt ihr jetzt auch so.
Ich muss sagen, dass ich davor überhaupt gar kein Fan von Cuddle-Babys war. Ich habe das nicht verstanden, warum man sich so etwas kauft, weil sie hat ja keine Arme und Beine, dass man sie so schön anziehen kann. Aber jetzt, wo ich selber eins habe, da habe ich das total verstanden, weil die sind wirklich total weich und liegen gut in der Hand und sind eher so zum Kuscheln richtig gut. Also zum Kuscheln wie so ein Stofftier. Und die anderen sind halt zum Anziehen und sowas richtig gut. Also es ist auf jeden Fall schon cool. Und ich finde sie auf jeden Fall jetzt auch schon viel, viel besser als vorher, muss ich sagen. Manchmal muss man das halt erstmal selber ausprobieren. Und ja, so ändert sich dann die Meinung dazu. Und das hier ist meine kleine Remy. Und dann haben wir hier noch den kleinen Caleb. Bei dem Kleinen ist auch schon wieder einiges schief gelaufen. Fangen wir an mit der Verdünnung. Die wollte ich nämlich in ein anderes Gefäß machen, weil das viel zu länglich war und man da kaum noch mit der Pipette rankommt. Also habe ich das in ein altes gemacht, was ich aufbewahrt habe. Dann war alles total voller Fussel. Da war sogar noch ein Stück Handschuh drin. Das habe ich dann aber hinbekommen. Wieder mit einem Kaffeefilter. Dann die Lippenfarbe, wie man sehen kann. Da habe ich die falsche genommen oder irgendwas falsch gemacht. Obwohl, eigentlich habe ich alles so wie immer gemacht, aber wohl nicht. Keine Ahnung. Dann die Hautstruktur. Ich hatte es sehr dezent versucht zu machen, aber ich habe nichts gesehen. Ja, dann habe ich nur ein ganz minimal bisschen reingemacht noch von der Farbe und dann hat man es wieder extrem gesehen. Und das auf jeden Fall. Dann der Finger. Dann habe ich gedacht, oh, jetzt kann ja gar nichts mehr schief laufen. Ja, es ist doch nur so einiges schief gelaufen. Und zwar die Lippen. Ja, die Augen sind auch noch ein bisschen rot geworden. Und dann ganz zum Schluss habe ich noch fast die ganze Farbe übergeschüttet. Also läuft auf jeden Fall richtig gut. Wahrscheinlich habe ich jetzt auch noch wieder Sachen vergessen, weil so viel schief läuft. Ach ja, ich habe auch in einem Video gesagt, ich habe eine andere Farbe für die Falten genommen. Nicht die ich sonst immer nehme, die so ein bisschen komisch extrem ist. Also von der Konsistenz und von den Farben. Ja, leider habe ich nicht gesagt, welche ich benutzt habe. Das war auch noch lange Zeit mein Problem. Jetzt habe ich einfach mir irgendwas zusammengemixt aus den Rottönen. Meine Füße von unten aus. Und auf der anderen Seite einfach so. Und er hat ein angewinkeltes Bein. So sieht das einmal aus. Hier sieht es übrigens sehr blau, zumindest gerade bei mir in der Kamera aus. Das ist nicht so extrem. Und dann haben wir hier ein gestrecktes Bein. Das sieht einmal so aus. Hier habe ich auch noch einen kleinen Kratzer versucht zu machen. Dann machen wir weiter mit den Händen. Und die sehen einmal so aus von oben. Hier kann man in der Kamera jetzt nicht so gut die Adern erkennen, aber man sieht ein paar hier. Und von unten sieht das Ganze einmal so aus. Und hier haben wir einmal die Arme. Und ich glaube, es ist sogar diese Hand. Hier ist dieser Finger abgebrochen. Da gibt es ein Video zu, das habe ich gefilmt. Hätte ich das nicht gefilmt, hätte ich gedacht, ich habe das geträumt, weil der ist jetzt bombenfest. Ich will jetzt ja auch nicht richtig dran reißen. Als wäre da nichts gewesen. Also der war hier ein bisschen ab. Ja, ganz komisch. Sonst hätte ich gedacht, ich habe das geträumt, aber ich habe das auf Video, deswegen, ja, wahrscheinlich hat sich das mit der ganzen Farbe und Versiegelung selbst verklebt. Ich habe extra so einen Kleber gekauft, habe ich jetzt nicht mehr gebraucht dafür. Und so sieht einmal die andere Hand aus. Das mit dem Mittelteil bei den Fingernägeln und Fußnägeln, das habe ich jetzt noch nicht. Das fällt mir relativ schwer, also irgendwie, ich weiß nicht, wie man das genau macht. Und das hier ist sein kleines Köpfchen. So sieht das aus. Die Lippen sind sehr dunkel geworden, so Richtung schwarz, dunkelviolett. Eher als statt rot. Irgendwie habe ich zwei Gläser, wo Mundfarbe draufsteht. Und entweder habe ich jedes Mal das Glück gehabt, dass ich das andere genommen habe. Oder es ist die Mundfarbe von den anderen Babys mit offenem Mund. Da stand jetzt nicht offener Mund drauf. Obwohl, das andere hat ja sogar die dunkelste Lippenfarbe bekommen. Und das ist nicht so dunkel wie hier. Ich kann euch das mal zeigen. Und der Kleine hat ganz leicht aufgemalte Augenbrauen bekommen. Und so sehen einmal die Ohren aus. Und einmal von der anderen Seite.
Die Ohren sind auf jeden Fall schon mal nicht so dunkel. Hier kann man ja vielleicht noch die Adern erkennen. Und er ist auch ein Glatze. Das mit dem Ruten, das ist sehr, sehr anstrengend, muss ich ganz ehrlich sagen. Als nächstes haben wir den kleinen Kailio. Und so sehen einmal die Füße von unten aus. Auf jeden Fall nicht mehr so rot. Aber diesmal habe ich das mit den Falten irgendwie nicht hinbekommen. Ja, ich hatte auf jeden Fall genau die gleiche Farbe wie für das andere Baby. Allerdings wusste ich nicht mehr, wie genau ich die angewendet habe. Und bei den Füßen sieht es auf jeden Fall schon mal besser aus, aber es ist eher so eine punktige Struktur als so eine Fläche wie bei den anderen. Ich weiß nicht, ob man das jetzt was draus verstehen kann. Ich hoffe mal. Und ja, auf jeden Fall wusste ich nicht mehr, ob ich das so verdünnt genommen hatte oder halt vom Boden die Farbe so abgekratzt habe. Und ich habe jetzt vom Boden die Farbe abgekratzt. Ich glaube, das war nicht ganz richtig, wie ich das beim letzten Mal gemacht habe. Und so sehen einmal die Beine von der Seite aus. Die Adern sieht man halt auch immer noch, aber nicht mehr so extrem. Und wie man sieht, er ist etwas schwerer zu bewegen. Es ist nämlich kein Scheibengelenkkörper, sondern so ein ganz normaler. Und das hier ist das andere Bein. Ich habe hier übrigens auch nochmal mehr so Kratzer-Details gemacht. Er ist ja relativ klein und neugeboren. Das Besondere bei ihm ist, er hat eine Bauchplatte. Und zwar ist das aber nur so ein halbes Teil. Das kann man halt darauf legen. Und das klemmt man dann hier einfach in der Windel ein. Und so sehen die Hände aus von innen. Hier ist einmal genau das gleiche wie bei den Füßen, diese punktige Struktur. Und bei einigen Fingern ist auf jeden Fall ein Problem aufgetreten. Das sind nämlich einfach solche Dreckstellen oder so. Ich weiß nicht, wie man es nennt. Das sind einfach so Punkte. Und ich habe es ja auch versucht abzufärben. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Ich weiß nicht, woher das herkommt. Es war schon nach dem ersten Backen irgendwie da und ich habe die Farbe gut abgetupft und es ist ja eher so ein Rot, Lila, keine Ahnung, und das war schon nach der ersten Schicht und zwar war das Orange. Das passt irgendwie nicht zusammen und so heiß kann es eigentlich auch nicht gewesen sein, weil ich habe das vom Tutorial, da backe ich das dann genau, wie sie das gemacht hat und die kennt sich ja aus. Das ist jetzt auch nicht von YouTube oder so, das habe ich bezahlt. Und ich weiß echt nicht, woher das kommt. Das Handtuch, das habe ich ja auch beim Baby davor genommen und damit war nichts. Also ich habe echt keine Ahnung. Vielleicht wisst ihr das und könnt mir das mal gerne in die Kommentare schreiben. Weil, dass es schon wieder ein Materialfehler ist, kann ich mir irgendwie nicht so ganz denken. Ich bin mir halt unsicher. Ich hatte es zwar, aber das kann ja auch irgendwie nicht sein. So oft, denke ich mal, passiert das nicht, dass da so ein Materialfehler entsteht. Und egal wie soll ich das versucht da abzumachen, es ging halt einfach nicht ab. Die Farbe ging super ab, aber dieser Dreck oder was das ist nicht. Dann haben wir hier die Arme und mit den Adern bin ich jetzt immer noch nicht so zufrieden, muss ich sagen. Da muss ich nochmal schauen. Es ist auf jeden Fall schon besser als vorher, wie gesagt. Hier haben wir nochmal so eine Art Kratzer und so sieht einmal dieser Arm aus. Und auf der anderen Seite haben wir so ein kleines Geburtsband. Ja, das war auch so. Also es ging alles schief. Egal welche Entscheidung ich getroffen habe, alles war falsch. Das erste ist kaputt gegangen. Da ist dieses Teil abgebrochen, das kleine da drin. Ich habe das nur angefasst. Ich habe nichts damit gemacht. Auf einmal abgebrochen. Sekundenkleber hat auch nicht geregelt. Ja, dann habe ich ein neues genommen und ich weiß nicht, wie man es macht. Ich habe es jetzt hier abgeschnitten. Wahrscheinlich hätte ich es nochmal doppelt legen müssen, weil das war bestimmt bis hier so lang noch das restliche Bändchen. Und ja, das habe ich jetzt mal ausprobiert. Die habe ich ja mal in einem Haul gezeigt. Und es ist auf jeden Fall sehr süß. Er hat halt relativ kleine Arme, aber es passt sogar noch bei dem kleinsten hier. Und so sieht einmal der andere Arm aus. Und dann sind wir auch schon bei seinem süßen Gesicht angekommen. Ich finde Tinky ja total niedlich. Er ist einfach so klein. Und hier sind die Lippen auf jeden Fall besser geworden als beim letzten Mal. Ich habe jetzt ganz groß auf die falsch beschriftete Dose Kreuze drauf gemacht.
Und siehe da, diesmal habe ich die richtige Farbe genommen. Und ich habe hier auch ganz viele kleine Kratzer und so hingemacht. Also richtig neugeboren habe ich versucht. Und dann haben wir hier auch wieder die Milk Spots. Und die Augen finde ich auch richtig süß, die blaue Farbe. Wenn wir die Mütze noch ein bisschen höher ziehen, haben wir auch noch ein paar leicht aufgemalte Augenbrauen. Bei der Farbe ist es so, man erkennt es kaum. Also es ist halt so ein Orange. Und ja, es ist halt nur ganz leicht. Und dann zeige ich euch auch nochmal den Kopf. Es ist halt wieder ein Glatzi. Ja, mit dem Ruten. Das dauert halt extrem lange. Und mir ist halt die Lust und Laune da vergangen. Ich weiß nicht, ich glaube, das kommt mit der Zeit irgendwann wieder. Ja, ich war jetzt erstmal so fertig von dem großen Kopf, wie gesagt. Hier haben wir auch einmal ein paar Adern. Da muss ich die auf jeden Fall nochmal vielleicht immer ein bisschen länger ziehen. Und von oben sieht er einmal so aus. Hier einmal von der Seite. Die Ohren sind auch nicht so rot geworden wie bei den anderen. Das ist auf jeden Fall auch schon mal gut. Und dann zeige ich ihn noch einmal von hinten. Aber wie gesagt, man kann nicht viel erkennen, außer halt ein paar Adern. Um keine weiteren Videos mehr zu verpassen, abonniert doch gerne den Kanal. Und dann würde ich auch schon wieder sagen, das war's mit diesem Video und bis zum nächsten Mal.